Und bei mir ist Weltkolumnist Henrik M. Broder. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ein Polizist stirbt im Dienst und seine Familie soll nun vom Staat nichts bekommen, weil sie eben nicht verheiratet waren. Was macht das mit Ihrem Rechtsempfinden? Es wühlt es auf. Und mein Rechtsempfinden schwindet in solchen Momenten bis unter die Gefriergrenze, weil das ein ungeheurer Vorfall ist. Ich habe mich ein bisschen kundig gemacht, ein bisschen nachgelesen. Es ist tatsächlich so, das sogenannte Beamtenversorgungsgesetz schließt nicht eingetragene Partnerschaften von der Dienstunfallfürsorge aus. Das ist ein Bürokratensatz, wie er böser, gemeiner, sinnloser und widerlicher nicht sein könnte. Sie haben es schon gesagt, der Mann ist ja nicht beim Bergsteigen verunglückt. Der hat sich nicht zu Tode gesoffen und er ist nicht vom Moped gefallen. Der ist in Amtsübung seiner Aufgaben, seiner Pflichten ums Leben gekommen. Und jetzt kommen die Behörden und sagen, die Frau bekommt gar nichts. Und der Witz dabei ist, dass es um nicht-eheliche Zustände geht. Wissen Sie, der Familienbegriff in Deutschland und auch im deutschen Recht ist sehr verändert worden in den letzten Jahren. Zu Recht so. Sie haben Patchwork-Ehen, Sie haben Ehe für alle. Und ich bin auch sicher, irgendwann werden Sie Ihre Thermomix-Maschine auch heiraten können. Oder Ihr Lastenfahrrad oder Ihre Kaffeemaschine. Das ist kein Witz. Es gibt Leute, die entwickeln emotionale, erotische Beziehungen zu Geräten. Das nennt Kommen man wir lieber aber noch mal zurück zu dieser echten Familie. Aber das ist eine echte Familie. Nur, die haben nicht den Segen des Staates oder der Kirche gehabt. Meine Mutter würde sagen, die lebten in wilder Ehe. 40% aller Beziehungen sind so. Und hier wird daraus ein ungeheurer Vorfall gemacht. Wehe, wenn ein Paar in einer nicht lizenzierten, vom Gott nicht gesegneten Beziehung lebt. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt so etwas geben kann. Und es kann sein, dass das Gesetz es besagt. Aber wissen Sie, Gesetze sind nicht 10 Gebote. Gesetze sind nicht in Stein gemeißelt. Jedes Gesetz hat einen Spielraum, den es zur Auslegung lässt. Und man hätte vielleicht das Gesetz längst reformieren können. Mir ist nicht klar, warum das nicht gemacht wurde. Aber es ist eine bürokratische Barbarei, was hier stattfindet. Die Gewerkschaft der Polizei setzt sich jetzt auch dafür ein, dass es geändert wird auf Bundesebene. Bisher sind die Bundesländer selber dafür verantwortlich. Jetzt ist sehr viel privates Geld zusammengekommen. 180.000 € sind es mittlerweile. Ein kleines Mädchen, das keinen Vater mehr hat. Glauben Sie, dass der Staat jetzt einspringen wird in diesem konkreten Fall? Oder schaut man da weg, bis man vielleicht irgendwann mal ein neues Gesetz hat? Also wenn der Staat eine Person gehe, dann müsste diese Person jetzt in Sack und Asche gehen. Und es ist wirklich bewundernswert, dass es eine solche Solidarität gibt unter den Kollegen. Aber ich glaube, das wird auch vergehen. Ich meine nicht die Solidarität, ich werde wahrscheinlich bleiben. Aber der Staat wird es bedauerlich finden. Der zuständige Beamte wird sich vielleicht eine Woche lang schämen. Und dann wird nichts passieren. Außer dass vielleicht, Sie wissen es vielleicht, wahrscheinlich wissen Sie es, die FDP hat sich um ein neues Familienrecht bemüht. Und der Begriff Ehe sollte durch Verantwortungsgemeinschaft ersetzt worden. Es sollte eine Partnerschaft von bis zu 4 Personen sein. Und mit diesem albernen Gesetz, das wirklich die Grenzen des Absurden überschreitet, waren die dermaßen beschäftigt, dass sie eine Änderung des bestehenden Gesetzes, das uneheliche Witwen allein lässt, nicht gedacht haben. Das ist kein Ruhmesblatt für das deutsche Beamtentum, kein Ruhmesblatt für den Bundestag. Es ist wirklich der Exzess einer außer Rand und Band geratenen Bürokratie. Herr Broder, vielen herzlichen Dank, dass Sie Ihre Meinung mit uns geteilt haben. Danke. Ich danke Ihnen.